Wir verwerten biogene Reststoffe mit der Blueflux-Technologie zu Wasserstoff und bringen die wieder in den Kreislauf zurück. Wir denken jeden Tag in Wasserstoff. Für uns ist es sonnenklar, wir können uns eigentlich nichts anderes mehr vorstellen. Wir wollen hier im Landkreis Weilheim-Schongau eine Wasserstoffmodellregion kreieren und hier in einem Umkreis von 20 Kilometer 3 Blueflux-Anlagentypen demonstrieren und aufbauen. Wir verbinden hier die Industrie mit der Landwirtschaft und der Kommune, dezentral und regional in der Modellregion. Wir möchten eine Blueflux-Anlage aufbauen und an unseren Umweltzielen weiterarbeiten und über die Anlage Wasserstoff produzieren. Ein Abfallprodukt der Kläranlage ist der Klärschlamm, der entsorgt werden muss. Das ist kostenaufwendig und das ist auch ökologisch anspruchsvoll. Mit der Blueflux-Anlage können wir die Entsorgung hier direkt vor Ort selbst bewältigen. Das heißt, man braucht auch nicht mit dem Lastwagen irgendwo was hinfahren und man kann klimaneutral Wasserstoff produzieren. Das ist eigentlich das, was wir als eine regionale, kommunale Energiewende sehen, dass man weg von den großen Konzernen kommt, sondern hin zu den kleinteiligen, kleinstrukturierten, kommunalen, bürgernahen Energieträgern. Und von so her ist es eigentlich genau das, was wir in Deutschland brauchen. Gemeinden, Städte hätten hier geschlossene Wirtschaftskreisläufe, dass man die Energie vor Ort erzeugt, die man auch vor Ort braucht. Und wir brauchen eine Energie, die CO2-neutral ist. Wir haben uns den V-Transform-Gedanken auf die Fahnen geschrieben, um alles zu transformieren mit sauberen Energieträgern, weg von fossilen Energieträgern und keine biogenen Abfälle mehr zu zerstören. Die Blueflux-Anlage ist jetzt in allen ihren Modulen fertiggestellt, von der Verkohlung, die Hydrolyse über die Vergasung bis zum CO-Shift. Mittels Hydrolyse trennen wir Organik in Kohlenstoff und Wasser, was mit allen anderen Verfahren, die bisher am Markt erhältlich sind, zum Beispiel die Pyrolyse, so nicht möglich ist. Wir haben einen über 2 Millionen Jahren natürlichen Prozess mit einer Maschine nachgebildet, den wir jetzt in 2 Stunden realisieren. Wir geben in die Blueflux-Anlage biogene Reststoffe, flüssig und fest, sei es Gülle, Mist, Klärschlamm, Industrieabfälle, sogar Kunststoff können wir darin verarbeiten. Und das wird dann zu reinem Kohlenstoff und reinem Wasserdampf umgewandelt. Nach der Umwandlung geben wir diese beiden Stoffe in den Flugstromvergaser. Dort verbinden sich in einer chemischen Reaktion der Kohlenstoff mit dem Sauerstoffteilchen und trennt den Wasserstoff. Wir haben dann in einem Synthesegas Wasserstoff mit Kohlenmonoxid, welches wir mit dem CO-Shift dann weiter zu Wasserstoff veredeln. Am Ende haben wir ein Gemisch aus Wasserstoff und grünem CO2. Das Einzige, was übrig bleibt nach der Vergasung, ist 1,5% Schlacke, die dann eben eingelagert werden müssen. Aber das ist im Vergleich, was verarbeitet wird, fast nichts. Alles andere wird zu Wasserstoff verarbeitet. Es ist auf jeden Fall revolutionär, weil es die Wasserstoffproduktion auf neue Füße stellt und von den Dingen der Elektrolyse ein Stück weit wegkommt und ermöglicht, seinen eigenen Wasserstoff zu produzieren. Und das ist eigentlich ein Quantensprung. Es ist bisher nur möglich mit Elektrolyse und dem Blueflux-Verfahren. Wobei die Vorteile für Blueflux sind weniger Strom, wirtschaftlicher und wir verbinden Wasserstoffproduktion mit Entsorgung gleichzeitig. Wir verwerten hier organische Abfälle, wie zum Beispiel Speisereste aus der Gastronomie, überlagerte Lebensmittel aus dem Discounter oder Abfälle aus der Lebensmittelindustrie. Hier ist in Planung, eine Blueflux-Anlage zu installieren und in dieser Blueflux-Anlage können wir Lebensmittel mit Verpackung alles mitverwenden. Und das ist für uns eine tolle Sache. Das Entfrachten von Kunststoffen und Sonstiges würde dann wegfallen und das vereinfacht das Ganze. Wir haben hier auch 20 Lkw laufen, praktisch eine eigene Logistik. Wir wollen grünen Wasserstoff für die Industrie und für die Mobilität. Es ist auch geplant, hier in der Nähe eine Wasserstofftankstelle zu installieren. Und ich glaube, das ist eine Zukunftsmission, die wir gut brauchen können in unserer Region.
Der Vorteil ist, dass wir alles in einem Haus verbinden. Wir planen, wir entwickeln, aber wir setzen das auch mit unseren Mitarbeitern um. Wir schweißen die Kessel, wir montieren die Anlage und nehmen sie dann auch in Betrieb. Wir sind seit Anfang der Entwicklung sehr eng mit Forschungseinrichtungen und der Wissenschaft verbunden, die die Untersuchungen für uns erstellen. Wir bewerten, validieren und optimieren hier am BIFA Umweltinstitut den Gesamtprozess der Blueflux Energy AG. Dazu erstellen wir Energie-, Masse- und Stoffbilanzen und machen auch Ökoeffizienzanalysen. Zum einen die ökologische Betrachtung und zum anderen die wirtschaftliche Betrachtung. Die Blueflux-Anlage ist wirtschaftlich. Wir können Wasserstoff herstellen zu einem Preis von 2 € gegenüber Elektrolyse bei 5,50 €. Gerade auch im Hinblick auf die europäische Abfallhierarchie ist das Blueflux-Verfahren als stoffliche Verwertung vorrangig einzustufen gegenüber energetischer Verwertung und auch gegenüber Entsorgung. Weil ein nutzbarer Stoff, eben grüner Wasserstoff, dabei erzeugt wird, der wiederum in ganz anderen Sektoren eingesetzt werden kann und dort andere fossile Energieträger substituieren kann. Durch Verfahren wie Blueflux spart man Ressourcen an anderer Stelle, aus denen sonst die Stoffe hergestellt werden müssten. Wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen Wasserstoff erlebbar machen. Man muss es sehen, welche Möglichkeiten da sind. Die Technik allein macht es nicht. Die Almwirtschaft Windkreuth ist das Herzstück der Wasserstoffmodellregion Weilheim-Schongau, wo Seminare stattfinden können, um den Leuten von Dung der Kuh bis zum Wasserstoff darzustellen, wie die Technologie funktioniert und was heute möglich ist. Ich sehe vor allen Dingen auch bei den Gärresten ein großes Potenzial für die Anwendung von dem Verfahren. Wir haben halt in Deutschland so eine Art Überdüngung der Böden und entsprechend sind die Nährstoffkreisläufe nicht geschlossen, sondern sie laufen quasi über. Wenn wir das reduzieren können, dann reduzieren wir dadurch auch den Eintrag von Nitrat in den Boden und auch somit ins Grundwasser. Wenn man mal von den Möglichkeiten, die die Blueflux-Technologie liefert, begeistert ist, kommt man nicht mehr weg davon und dieses Feeling müssen wir einfach den Leuten mitgeben. Wir wollen die Blueflux-Technologie aus Bayern heraustragen in die Welt. Die Anwendungsgebiete sind breit gefächert, der Markt ist unendlich groß. Man produziert grün und es bleibt zum Schluss nur noch Wasser über. Was können wir uns für die Welt Schöneres vorstellen?